Kosten und Steuereffekt sind wichtige Faktoren für deinen Anlageerfolg. Steuertechnisch macht es Sinn, in der Solidary A quellensteuerbefreite Indexfonds einzusetzen. Was es mit dem auf sich hat, über das reden wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Ausschüttungen aus Aktiendividenden und Zinsen müssen als Einkommen versteuert werden. Um sicherzustellen, dass Steuerpflichtige die Dividenden auch als Einkommen deklarieren, gibt es für Schweizer Instrumente Verrechnungssteuer. Die wird direkt von der Bank oder am Finanzinstitut auf Zins- und Dividendenerträge erhoben und quasi als Pfand an die Steuerbehörde abgeführt. In der Schweiz sind das 35%. Sobald du die Erträge in der Steuererklärung angegeben hast, kommst du die Verrechnungssteuer zurück über und die Ausschüttungen werden wie das restliche Einkommen versteuert. So ähnlich funktioniert es auch bei ausländischen Instrumenten. In diesem Fall redet man von Quellensteuer statt von Verrechnungssteuer. Die genauen Rückforderungsmöglichkeiten hängen aber vom Doppelbesteuerungsabkommen ab, das die Schweiz mit dem jeweiligen Land abgeschlossen hat. Der amerikanische Fiskus erhebt auf Dividenden von US-Unternehmen in der Regel 30% Quellensteuer. Die Amerikaner nennen das Pfand Withholding Tax. Aufgrund von unterschiedlichen Doppelbesteuerungsabkommen spielt auch das Domizil vom Fonds selber eine wichtige Rolle. Kauft man zum Beispiel einen Anlagefonds, der in US-Unternehmen investiert und das Fondsdomizil ist Irland, dann werden einem als Schweizer Anleger nur noch 15% statt 30% Quellensteuer abgezogen. In Bezug auf die Höhe der Quellensteuer muss man also 3 Faktoren beachten. Das Domizil vom Fonds, das Land der gehaltenen Titel selber und das Domizil vom Anleger. Dividenden werden direkt an der Quelle besteuert. Das heisst, die Steuer wird in diesem Beispiel direkt in den USA abgeführt. Wie sieht das jetzt aber in Bezug auf Vorsorgegelder aus? Bei Schweizer Anlagen liefert der Fondsanbieter respektive die Bank die Verrechnungssteuer an den Bund ab und die Vorsorgestiftung fordert die bei der Steuerverwaltung wieder zurück. Unter dem Strich fällt für dich also keine Steuer an. Erst wenn du das Geld bei der Pensionierung beziehst, wird die Kapitalbezugssteuer fällig. Bei ausländischen Anlagen gibt es 2 Optionen. Es können ganz normale, das heisst für alle zugängliche Fonds verwendet werden. Dann wird die Quellensteuer direkt an der Quelle abgezogen, wie wir es vorher gesehen haben. Oder man verwendet spezielle Fondsklassen, die nur für Pensionskassen und Vorsorgestiftungen zugänglich sind. Bei denen braucht es das Pfand von der US-Quellensteuer nicht. Warum? Pensionskassen und Vorsorgestiftungen sind im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und den USA von der Quellensteuer befreit. Was ist jetzt daran der Vorteil? Dividenden können ohne Abzug sofort reinvestiert werden. Das wirkt sich positiv auf den Zinseszinseffekt aus. Wenn wir bei TrueWealth Anlageinstrumente aussuchen, achten wir auf mehrere Kriterien. Eins ist immer an die Steuereffizienz. So kommt es, dass wir für unsere Kunden bei der Verwaltung vom freien Vermögen und der Solidary A unterschiedliche Anlageinstrumente verwendet. Und für Solidary A eben genau solche quellensteuerbefreite Indexfonds im Portfolio einsetzen. Hast du dich auch schon gewundert, warum wir in der Solidary A und im freien Vermögen unterschiedliche Instrumente einsetzen? Ich hoffe, ich konnte es heute erklären. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.